Da waren wir ja eine bunt zusammengewürfelte Gruppe und ich kannte da vorher niemanden. Wir hatten ein Treffen vor der Reise in Bern, wo wir alle hingefahren sind, wo wir uns kennenlernen konnten, Fragen stellen. Und da habe ich sie alle zum ersten Mal gesehen. Damals noch ein sehr unbekanntes Land und ich sah die Pferde, ich sah die Weite und ich bin damals selber geritten noch und ich habe mir gedacht, das muss wunderschön sein, da reiten zu können. Ich wusste nicht so recht, wohin. Ich wusste, ich möchte an einen neuen Ort. Ich wollte gerne ein bisschen Wüste haben, ich wollte reiten. Und dann habe ich mir einen Reisekatalog angesehen und so durchgeblättert und dann sehe ich die Mongolei. Man sah ein bisschen verstreut Jurten, die dann immer vielzähliger wurden, je näher man zur Stadt kam. Aber man konnte schon sehr schön sehen aus dem Flugzeug, wie wenig an nicht Leben, aber an Bewohnern dort ist. Ein guter Eindruck war auch noch die Straßen, die teilweise sehr holprig waren oder nicht richtige Straßen. Und wir sind dann in diese Stadt reingekommen und ich weiß noch, wir sind dann in dieses Hotel gekommen. Das war ein sehr gutes Hotel. Wir waren natürlich noch nicht in so vielen richtig guten Hotels, vor allem nicht alleine. Und dann hat es diese Badkappen gehabt. Dann haben wir Späße gemacht und dann haben wir rausgeschaut und dann waren plötzlich Pferde in der Stadt zu sehen. Also es war so ein Sammelsurium an Eindrücken und mit viel Aufregung und Vorfreude verbunden. Wir sind losgefahren und dann war man eigentlich innerhalb kürzester Zeit nicht mehr auf einer Straße, sondern auf einer Schotterpiste. Und das war extrem beeindruckend. Also diese Weite, das habe ich auch nie wieder in einem anderen Land oder an einem anderen Ort so eindrücklich erlebt, dass man kann so weit schauen und es ist Landschaft, es ist die Steppe, die sich verändert. Man sieht den Himmel, man sieht am Abend, wenn es weit weg ein Gewitter gibt, sieht man das unglaublich eindrücklich. All diese Farbenspiele, fand ich extrem eindrücklich. Wir waren kurz noch in der Stadt drin und da habe ich so viele Straßenkinder gesehen. Also wirklich schlimm. Und das hat mich damals sehr beschäftigt gehabt. Und so am ersten Tag oder zweiten Tag haben wir schon darüber gesprochen, dass es kam wirklich so aus dem Nichts, so aus dem Himmel irgendwo, mach doch eine Suppenküche für diese Straßenkinder. Und das habe ich dann am Abend der Gruppe vorgeschlagen. Und wir waren 9 Leute, Ältere, Jüngere. Und da waren eben Martina und Flavia, Sabine dabei.
Und die haben gesagt, ja, wir machen mit. Und ich habe gesagt, ja, ich meine es ernst. Und alle 4, wir meinen es auch ernst. Ja, hatten zu dem Zeitpunkt auch keine Ahnung, was es denn sein soll und wie wir das machen würden. Aber wir hatten die Vision, also vor allem Christine. Und wir sagten einfach, Flavia, Martina und ich, wir wollen mitmachen. Damals waren viele Straßenkinder sichtbar in der Stadt, in verschiedenen Regionen der Stadt. Und als wir dann erfahren haben, beziehungsweise schon wussten, aber vor Ort sich das auch nochmals anders gezeigt hat, wie kalt das im Winter wird, konnten wir uns das wirklich nicht vorstellen, wie jemand bei bis zu minus 40 Grad überhaupt auf der Straße überleben kann. Und dann auch diese eindrücklichen Bilder, die dann später dazu kamen, dass halt viele Kinder dann versuchten, quasi unterirdisch nach Wärme zu suchen, neben den Leitungen. Und auch diese Vorstellung war natürlich schwierig, weil wenn man sich vorstellt, dass man unter die Erde gehen muss und das ist auch gefährlich etc. Also diese Bilder sind sehr stark geblieben, dass diese Vorstellung davon, dass man bei dieser Kälte ausharren muss auf der Straße und es keine Möglichkeit gibt einer Unterkunft, keine warmen Mahlzeiten, sondern dass man dieser Kälte eigentlich konstant dann ausgesetzt ist. Ja. Wir hatten alles so keine Ahnung, niemand von uns. Und das war dann so diese Begeisterung, so wie ein roter Faden. Wir sind dann so gefahren in diesem UAZ und dann kam wieder so eine Idee, wir könnten noch dies, noch jenes. Und wir saßen auch am Lagerfeuer einmal, da haben die anderen von der Gruppe dann auch gesagt, ja, wir spenden dann, wenn ihr das macht. Aber das war immer so dieses von den anderen, die nicht teilgenommen hatten dann im Vorstand, so dieses Erstaunen, ja, die machen es wahrscheinlich nicht. Und für uns 4, das war wirklich, also wir waren 100%ig überzeugt. Die Menschen, die wir getroffen haben, waren alle sehr herzlich und offen. Gastfreundschaft wird sehr groß geschrieben. Und ich hatte auch das Gefühl, sie haben einen sehr guten Humor, die Mongolen. Man kann viel lachen. Und ich denke, wenn diese Herzlichkeit der Menschen uns gegenüber auch nicht so offensichtlich da gewesen und diese Gastfreundschaft so groß gewesen wären, hätten wir vielleicht auch nicht dann das gemacht, was wir gemacht haben nach dieser Reise. Und was mir immer geblieben ist, und ich glaube, dass jedes Mal bei jeder Reise, bei jedem wieder in die Mongolei kommen, auch der Gesang. Also sobald wir in der Steppe waren, ist entweder hat jemand im Auto angefangen zu singen oder am Abend oder wenn jemand am Kochen war. Das war auch immer sehr eindrücklich, vor allem in dieser Weite dann. Da war vor allem eindrücklich die Stille. Ich war später noch einmal dort und habe es noch einmal festgestellt. Es war wirklich totenstill. In der Nacht, ich bin aufgewacht, weil es so still war. Man hat gar nichts gehört. Und das erlebt man, ich habe es noch nie irgendwo erlebt auf der Welt. Einfach totenstill. Ich glaube, es war einmal bei Askaland, als Christine und ich dort in einem Raum standen und uns beiden kamen die Tränen, einfach so ganz spontan, weil es einfach so berührend war. Wunderschön. Wir sind zurück in die Schweiz gekommen und haben eigentlich bei uns auch erstmal einen Verein gegründet und angefangen, natürlich erste Spenden zu akquirieren, weil wir hatten ja kein irgendwie Vermögen oder so zur Verfügung. Wir mussten wirklich bei Null anfangen. Und wir haben da einfach einen Brief geschrieben, wo wir sagten, hey, das ist unsere Idee, das sind wir und deswegen wollen wir es machen und wir brauchen Geld. Und diesen Brief haben wir wirklich an sämtliche unsere Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn, Arbeitskollegen, also wirklich einfach alle haben von uns diesen Brief erhalten. Dieser Journalist vom Bund, Herr Weidmann, der hat ein Interview gemacht und wir haben einfach erzählt, was wir planen. Und da war einfach diese Idee. Und dieser Artikel erschien im Bund
Und darauf erhielten wir eine Spende von 750 Franken. Von jemandem, der uns nicht kennt. Und wir waren, wow, das ist unglaublich. Also das war so genial. Und es spricht für unsere Freunde, dass die immer noch unsere Freunde sind und auch die Leute beim Radio, also wir waren ja beim Kanal 3, also die wurden nicht gebeten, die wurden genötigt, dass sie Spenden zahlen. Also meine Kinder, damals noch klein, die waren ja dann auch dauerberieselt, die Sitzung war immer bei mir zu Hause. Und meine Kinder hatten, spendet er, dann ist guter Mensch, spendet er nicht, schlechter Mann. Das war wirklich witzig, spendet er. Und so hatten wir Geld plötzlich, aber noch nicht die Bewilligung aus der Mongolei, weil diese Suppenküche kann man nicht einfach machen. Die Mongolei hat zwar wirklich Tausende von Straßenkindern, also UNICEF damals sagte, das hatte 6000 Straßenkinder. Unser lokaler Reiseleiter, den wir damals hatten, er hat dann gesagt, er würde sozusagen in der Mongolei anfangen, das Ganze aufzubauen. Und er war eigentlich für uns vor Ort die Person, die das alles gemacht hat. Also er hat sich informiert, was er tun muss erstmal, genauso wie wir das auch tun mussten. Und schlussendlich einen Raum gesucht. Und das war sehr schwierig, weil niemand Straßenkinder bei sich im Haus haben wollte. Also das war wirklich für ihn, glaube ich, die erste große Hürde, dass irgendjemand ihm einen Raum vermietet, wo dann Straßenkinder betreut werden. Wir hatten so die Idee, dass man wie eine mobile Suppenküche machen kann und halt diese Punkte abfährt, wo die Kinder, wo man weiß, wo sich diese Kinder versammeln und da einfach Essen ausgibt. Also das war eigentlich so die Grundidee. Und daraus wurde aber dann direkt eine Tagesstätte, weil die Behörden gaben keine Bewilligung, um so eine mobile Suppenküche zu machen, weil das zu unhygienisch sei. Also es ist eigentlich ein komischer Gedanke, wenn man weiß, in was für unhygienischen Zuständen diese Kinder leben. Martina und ich gingen dann im Winter zurück, im Februar, nachdem wir ja im Sommer waren. Und da hatten wir dann Kontakt mit diesen Straßenkindern. Und das waren so ein kleiner Junge und der lebte unterirdisch in diesen Kanalisationen. Also alle diese, die wohnten in dieser Kanalisation. Also es ist nicht Abwasserkanalisation. Es sind so diese Wärmeheizung geht dort durch. Und dort wohnen die Alkoholiker, die Kinder dort. Und ich bin dann in eines dieser Löcher runtergestiegen, einfach mal zu schauen, wie das ist. Und also das kannst du dir nicht vorstellen. Also das ist Klo, das sind Esswaren, da stinkt es. Es hat diese Alkoholiker, zum Teil missbrauchen die Kinder. Und die Kinder, die waren aber so stolz, mir dies zu zeigen. Also die waren wirklich, da wohnen wir. Und Martina und ich, wir haben danach nur noch geheult. Es hat sich dann in diesen ersten Monaten auch so entwickelt, dass wir gemerkt haben, dass es sehr schwierig ist, die Kinder zu mischen. Im Sinn von, wir hatten wirklich Straßenkinder, die schon mehrere Monate oder vielleicht Jahre auf der Straße gelebt haben, die sich ihre Freiheit gewohnt sind, die tun und machen, was sie wollen. Und wenn man da versucht hat, Schulunterricht zum Beispiel zu machen, dann haben sie das völlig abgelehnt. Und wir hatten auch noch andere Kinder, die eine Familie haben noch oder viele alleinerziehende Mütter, die einfach wirklich so von Armut geprägt sind, dass diese Familien das einfach nicht finanzieren konnten, den Kindern Essen zu kaufen. Also die sind dann aggressiv, die sind fordernd, die sind so, die kommen, die essen und gehen weg. Also es ist so wie wilde Katzen. Also du stellst Essen hin, die essen, gehen. Das haben sie auch bei uns gemacht. Ein Mädchen wurde sexuell belästigt. Also das war ein 13-, 14-jähriger Junge, das Mädchen vielleicht auch so alt. Und wir waren mal ziemlich überfordert. Also damals im Sommer, wir machen eine Suppenküche und dann sind alle glücklich und wir verteilen Essen in der Stadt. Und plötzlich müssen wir uns darüber unterhalten, weil da wird ein Mädchen sexuell belästigt. Das ist aber diese Kinder, die leben auf der Straße. Was machen wir? Das sind kleine Kinder, die sind sehr liebesbedürftig. Also sie kommen sehr nahe.
Und wir haben jeden Abend, Martina und ich, haben einfach geweint. Wir waren wirklich überfordert und sind dann, haben mit den Mongolen gesprochen. Sie sagen, eigentlich müssen wir schauen, nicht nur Essen zu geben, sondern Bildung. Und halt einfach diese Kinder, die keine Bildung wollen, dass die nicht mehr kommen dürfen. Und das wollten wir zuerst nicht. Also da haben Martina und ich gesagt, nein, alle dürfen kommen. Und haben dann einfach einsehen müssen, das geht wirklich nicht. Also diese Straßenkinder, so schwer das auch war, die wirklich, wirklich zu lange auf der Straße waren, die konnten wir nicht halten. Also es gab verschiedene Herausforderungen. Ich denke, es gab die Herausforderungen, denen man sich gut annehmen konnte und zusammen an einer Lösung arbeiten konnte. Und es gab aber dann auch eine sehr große Herausforderung. Also am Anfang hat sich unser Projekt eigentlich sehr schnell entwickelt und immer auch wieder verändert. Also wir wollten eine Suppeküche sein, sind dann aber schon eine Tagesstätte gewesen. Dann hatten wir die Möglichkeit, in einem Schulgebäude 2 große Räume zu mieten und dort wie ein Kinderheim zu machen, dass die Kinder eben bei uns übernachten konnten. Und dort wurde uns dann der Mietvertrag viel zu früh gekündigt. Also wir hatten Geld investiert, das Ganze renoviert. Und als diese Schule dann gesehen hat, ach, jetzt sind die Räume ja wieder schön, haben sie uns dann mehr oder weniger wieder rausgeschmissen. Das hat dann für uns als Verein zum Entscheid geführt, gut, wir wollen nicht mehr in eine solche Situation geraten, wir kaufen ein eigenes Haus. Und das haben wir bereits 2006 verwirklichen können, also eigentlich sehr früh, wenn man denkt, wie wir angefangen haben. Und haben dann wirklich ein 3-stöckiges Haus, mehr oder weniger mitten in Ulaanbaatar gekauft, mit Garten drumherum, damit die Kinder auch draußen spielen können und konnten da dann anfangen, 50 Kinder zu betreuen. Also wirklich mega schöne, tolle Entwicklung. Und dann kam das Jahr 2007 und wir haben einen Anruf bekommen von der Sozialarbeiterin via einer Übersetzerin, die uns gesagt hat, hey, irgendwie kriegen wir kein Geld mehr und unser Projektleiter, der verantwortlich ist nie mehr da. Das war sicher eine schwierige Zeit, weil wir in dieser Zeit mit dem ehemaligen
Projektleiter vor Ort im Streit eigentlich auseinandergegangen sind. Hat uns und die Organisation um Geld betrogen und um viel, wie soll ich sagen, also unser Idealismus war schon ein bisschen gebrochen da, ja. Ich habe dann entschieden, dass ich im Spätsommer unbezahlten Urlaub nehmen kann und bin für 3 Monate in die Mongolei gefahren, um eigentlich zu sehen, was ist los, was ist sein Problem, können wir weiter mit ihm zusammenarbeiten. Das ging leider dann so weit, dass er uns auch verleumdet hat und behauptet hat, man muss es so sagen, dass es sein Haus ist, und wir mussten vor Gericht gehen. Und dann kam der Entscheid, dass er gewonnen hat. Also er hat diesen Prozess gewonnen, es wurde ihm geglaubt. Einerseits natürlich der Verlust des Hauses, aber das hat ja sehr viel mehr bedeutet für die Organisation und damit vor allem für die Kinder vor Ort. Weil das war ja ihr Anker, das war ein Teil ihr Zuhause. Sie haben dort Sicherheit und Schutz bekommen über lange Zeit. Wir haben diese Kinder sehr lange begleitet, und mit diesem Verlust war dann war vieles verbunden. Die Kinder mussten aus dem Haus heraus, und das machte uns dann sehr ohnmächtig. Ja. Ich weiß noch, ich saß in diesem Büro und dachte, hey, wir wollten nur diesen Kindern helfen und jetzt muss ich hier einen Vertrag mit einem Anwalt unterschreiben. Und ja, auch einfach durch, also ich glaube, rückblickend hatte ich wirklich da wie vom ganzen Druck und der Überforderung wie eine Depression. Also ich hatte Tage, da bin ich aufgewacht und ich habe einfach nur geheult den ganzen Tag, weil ich wusste nicht, was ich tun soll. Und ich will doch jetzt gar nicht weinen. Und in einem solchen Moment habe ich dann wirklich auch das Gefühl gehabt, hey, warum tue ich mir das überhaupt an? Ich mache es ja freiwillig, ich kann ja auch freiwillig aufhören. Und dann habe ich wirklich einen Brief geschrieben für den Vorstand, wo ich formuliert habe, hey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, sorry, tut mir leid. Aber ja, ich habe den dann zum Glück nie abgeschickt. Ich habe dann meine Meinung wieder geändert. Diese Erfahrung gemacht zu haben, von Anfang an, wir 4 zusammen, wir wussten ohne Worte, was der andere fühlt. Wir mussten nicht erklären, was passiert war. Und keine von uns hatte je die Hoffnung verloren, weitermachen zu wollen. Es stand nie in Frage, ob wir weitermachen, auch wenn wir uns die Frage natürlich gestellt haben. Aber ich glaube, im tiefen Herzen wusste jeder, dass sie weitermachen möchte. Das war schon eine sehr prägende Erfahrung. Ja.
Ich bin 1994 aus Deutschland zurückgekommen. Ich habe von 85 bis 94 in Deutschland gelebt. Und zwar 1998 habe ich bei einer ausländischen Organisation angefangen zu arbeiten. Für mich war immer der Reiz, mit Kindern oder in einem Hilfsprojekt zu arbeiten. 2007 hat mich Martina angerufen und sie brauchten Hilfe und so haben wir uns kennengelernt. Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass Martina mich kennengelernt hat und gleich geweint hat, von ihren Problemen erzählt und immer weinend. Und dann, also Weinen hat nie aufgehört und dann ist dann später Christina gekommen. Genau wann weiß ich nicht, wann sie gekommen ist, aber dann sind sie zu zweit geweint. Und dann mittlerweile schon August, September, so Mitte September oder irgendwie Ende September habe ich dann angefangen mitzuweinen. Und irgendwann sagte sie dann so, warum weint ihr eigentlich immer? Das sind ja nicht eure Kinder. Und jetzt ist das so ein Witz zwischen uns, weil Zaya heult jetzt auch dauernd. Also Zaya ist nach all diesen Jahren, da weint sie über Schönes, dann weinen wir gemeinsam über Schönes, dann weinen wir, weil es traurig ist. Und manchmal sagen wir, also ich oder Martina, warum weinst du eigentlich? Sind ja nicht deine Kinder. Also das ist so das geflügelte Wort zwischen uns. Sie ist selber vierfache Mutter und daher war ihr natürlich die Thematik mit den Kindern schon auch sehr nahe dann. Und eine ihrer ersten Aufgaben war eigentlich dann für uns, wie ein neues Grundstück zu suchen, damit wir da wirklich frisch anfangen konnten an einem ganz anderen Ort und auch unter einem anderen Namen. Zaya ist wirklich, also die ist das Herz und die Seele von Bayaskaland Mongolei. Also ohne Zaya, das wäre nicht gegangen. Also jetzt langsam sind wir so aufgestellt, dass wir sagen können, wir haben sehr, sehr gute Angestellte. Aber am Anfang, wenn Zaya nicht gewesen wäre, das hätte nicht geklappt. Sie kennt unsere Kultur, sie kennt die mongolische Kultur. Sie kommt auf einem Haus, wo ihr wurden Werte vermittelt. Und natürlich war gezielt bei Bayaskaland Kinder zu helfen, gestartet, aufgebaut. Aber Kinder helfen und Eltern dabei nicht schauen oder Familienhintergrund nicht schauen, war nicht das Ideale. Ob wir wollten oder nicht, mussten wir zu den Familien schauen. Auch manche zu uns geholt, also als Hilfskraft, Putzfrau in der Küche, Spülfrau und Abwärter, Arbeitsplätze angeboten den Eltern. Und auch zur Alkoholbehandlung auch geschickt. Später haben wir dann eine Sozialarbeiterin mehr geholt, plus Psychologen mehr geholt. Und die Probleme sind wir immer, sagen wir, tiefer eingegangen. Ein Fall ist zum Beispiel ein kleiner Junge, der erst vor ein paar Monaten zu uns gekommen ist. Ich war damals gerade in der Mongolei. Er ist jetzt 4-jährig, er hat körperliche Behinderungen, bräuchte unbedingt Therapie. Seine Mutter ist vor 2 Jahren an einer Alkoholvergiftung gestorben. Als er zur Welt kam, sogar schon musste er als erstes einen Alkoholentzug machen, weil sie einfach während der Schwangerschaft weitergetrunken hat. Leider auch sein Vater ist alkoholkrank und dieser Junge kam via die Sozialbehörden zu uns. Das heißt, sie haben sich bei unserem Team gemeldet und gesagt, schaut, hier ist dieser Vater mit dem Jungen, der wirklich Unterstützung braucht. Und es ist wie, Bayaskaland ist wie die letzte Chance, bevor wir ihm das Kind wegnehmen und es in ein Kinderheim platzieren müssen. Хүүхдийн өнөдөр яагаад имчилгээ таслуулчихж байгаа юм бэ? Юу тийм ээ тийм гэж. За тийм яриад чи. За уучлаарай. Яхаар ингэж та нар хүүхдүүдийн имчилгээ таслуулж ядгийг нийл заваарч архицгаагаад гарцгаа одоо. 40 санаг болчихсон. Гар яв. Дээрээс 40 санаг яриа яваад хаан 50 дүүр шалтгаан хайгаад байгаа юм шүү. Шалтгаан биш ээ. Тэ олон юм яриад. Та юм жоох хүүхдээ харал та. Хүүг аваад явах хэвдүүлээ. Юу үгүй гэж та ер нь ямар ухамсартай хүн бэ? Эцэг хүн байж аж. Та нар ч гэсэн суугаад 93 хүүхдээ өсгөж байгаа ганц эцэг хүнийг архитан уруу татчихдаг ганц нэмэртэй юм байхгүй жиж наад хүүхдээ чи имчилгээний зөндөө юм болоод бид нар энэ ажил болж штэ.
Наад хүүхчүүд имжлэгээ тасаллаа та нараас болж. Та ч гэсэн эмэгтэй хүн байж гар одоо яв. Заарцсан юм байлаа юмнууд ч. Гэр орон буцарлаад хүүхч ухт буцарлаад уудаг газар очиж ууж идцгаа. Яв. Гар ингээ архины өөр болоо. Та нарын дам архил, орон байрны архил гэдэг газар биш шүү дээ. Хүүхдийн орчин юм чинь. Хажууд найр үзэн тамир. Дуудаг байлаа хүмүүсээ дуудаг шүү зүгээр. Ой, яви. Төрөө яви таа. Хоол идий. За харин тэгээ чимээг бол. Бид нар хийх бичлэгээ хийх. Явсаараа та нар. Hoffnungslos, dieses Vater. Am besten das Kind jetzt wirklich dort abzugeben, wo es wohl für ihn ist. Und dann wir machen so eine Beratung mit Psychologen, mit Sozialamtarbeitern von der jeweiligen Bezirk und Hora und versuchen, dass das Kind im guten Ort landet, wenn die Eltern oder der Vater oder die Mutter wirklich nicht in der Lage ist. Dafür kommt dann ein gerichtliches Beschluss raus, dass das Kind jetzt weggenommen ist von den Eltern, Stadt übernimmt die Sorgerecht. Yeah, it was like difficult when I was like in 7th grade because they drink too much, way too much. I was really stressed, so I just want to go somewhere. It was bicycling. If bicycling wasn't there, maybe I went to somewhere where the bad people maybe might be together and I learned some bad things. But no, it was bicycling. It was good place. It was good place to escape from home. And I thought, and I have to study well. That's the way to, way to help my parents. Because I don't want to be like alcoholic like them. So I have to study, I have to succeed. I just thought that. Then I just studied really hard since 7th grade. So also it helped me to study in the university. This is a lot. Yes, in Mongolia, alcoholic problem is the biggest problem in the families. Actually, for a father, drinking alcohol is, for the children, it's not comfortable, and drunk people just sitting. And for my dad, it's a good thing is he's not like angry and also hitting some things. He just laughing and like that. And then for other families, fathers drink alcohol and hit the children and also moms, and then get very angry. Most families like that. Children who grow in alcoholic family, like most of them, they don't believe in themselves. The bicycling helped me a lot. And lately I have been thinking this, like when the difficult time, I just went there and play and talk to teachers and eat. Just these simple things helped me because I forget difficult life sometimes, and also teachers, they give advice about life, and I saw a lot of children who are struggling also. So I was like really conscious. Okay, I have to believe in myself because nobody believes me, like especially in home, because my parents, when they get drunk, they don't think about us. And so this time I thought, okay, I have to believe in me, because when you believe in yourself, you can also believe in others. When I saw the drunk parents giving pressure to a younger child, I directly cry because I remember my childhood and I really want to help them. So also this gave me like the dream to help also children like me.
most of the children, they don't have a chance like a bicycle. So I will also help them someday, but I don't know how now, but I think I will figure out it someday. Yeah. At the Bicycleland, I learned chess, and also we had a chess tournament every year. Then Otto was the champion. I was the second player. Then, when I just graduated my high school, then I want to participate more bigger national championships. Then I met Mongolian Chess Federation people, and I asked them, can I work as a volunteer? They agreed, and after I worked just 3 months as a volunteer at the Chess Federation, then they requested me, can you work as a manager in the Chess Federation? Also ich staune wirklich, wie unsere Kinder, mit was für Umständen die aufgewachsen sind, wie die durchs Leben gehen. Die sind so positiv, die sind fröhlich. Also das war unglaublich. Ich war im 19 vor der Pandemie dort. Und dort hatten wir 3 Jungs. Und die waren wirklich auf der Kippe. Da wusstest du nicht, geht es in diese Richtung oder in die andere. Also die haben uns bestohlen gehabt und es war wirklich, werden die rausgeschmissen oder nicht. Die wollten die das College schmeißen. Und zusammen mit Saya habe ich dann mit ihnen geredet. Die Botschaft war, ihr habt es in der Hand. Und dann kam ja die Pandemie, also wir wussten auch gar nicht lange, was geht. Und das war dann so, also wirklich, ich musste so weinen. Also alle haben es geschafft, alle haben die Lehre abgeschlossen. Einer, der das fast nicht geschafft hätte, der ist jetzt an der Uni. Einer hat mit seinem Bruder eine Garage aufgemacht in der Nähe der chinesischen Grenze. Oder ein Mädchen, die hatte schlimmste Erfahrung. Also sie wurde vergewaltigt von einem Onkel. Sie wurde schwanger. Das wurde sehr spät entdeckt. Der Vater hat sie beschuldigt, dass sie verantwortlich ist. Das war nur ein Albtraum. Und im 2019, da ging es darum, der wurde dann angeklagt, dieser Onkel. Und der Vater hat dann nicht mehr mit diesem Mädchen gesprochen. Und sie wurde sehr von unserer Psychologin betreut. Und ich wusste nicht dann, wie es ihr wirklich ging. Und die war auch da. Und sie ist gezeichnet, man sieht es. Also man sieht, sie hat nicht dieses Strahlende, aber sie hat eine Lehre, also eine Schnupperlehre konnte sie machen im Shangri-La, das ist das beste Hotel in Ulaanbaatar. Und sie sagt, sie war so stolz. Und sie sagt, wenn sie das gut macht, dann kriegt sie eine Lehre. Und sie hat die Lehrstelle. Und das sind so Momente, die kannst du nicht kaufen. Vor 8 Jahren habe ich meine Frau an Brustkrebs verloren. Es war eine lange Zeit. Dagegen haben wir gekämpft gemeinsam. Aber mein Kampf hat dann wie noch weiter gedauert. Und es war für mich klar, ich konnte nicht so in dieser Struktur, wo man einfach arbeitet, um Geld zu verdienen, um es in die Gesundheit zu investieren. Ich konnte nicht so weitermachen. Ich brauchte einen Bruch. Ich war so ein bisschen entrüstet, dass die Natur, die mir meine Frau genommen hat, also nicht nur mir genommen, sondern ihr junges Leben genommen hat. Und da wollte ich mich dieser Natur ein bisschen stellen und habe dann früh mit dem Gedanken gespielt, eine längere Fahrradreise zu machen. Ich bin von der Mongolei bis in die Schweiz ca. 14.500 Kilometer gefahren. Dann hatte ich sozusagen wie den Winter im Nacken, musste vorwärts kommen, weil ich sonst im Schnee stecken geblieben wäre. Und wie das ganze Projekt entstanden ist mit dem Bicycleland zusammen, das war relativ spontan. Und da waren auch alle vom Vorstand involviert. Martina hatte eine super Idee, dass man meine Kilometer verkaufen könnte.
Es erstaunt jeden und versetzt alle in Bewunderung, wenn man sagt, dass man um die halbe Erde mit dem Fahrrad fährt. Und dennoch ist die Resonanz in der Gesellschaft, wenn man sagt, ja, ich bin noch als Vorstandsmitglied in einem Hilfswerk tätig, die ist nicht so groß, wie wenn man sagt, ja, ich bin mal 8 Monate Fahrrad gefahren. Aber für mich persönlich ist diese Tätigkeit viel wichtiger und das, was die Gründerinnen seit 20 Jahren machen, ist eine viel größere Leistung. Ich bin über diese Fahrradreise, über den Kontakt in der Mongolei bin ich zum Projekt gekommen und habe auch meinen persönlichen Kontakt dazu und ich finde es enorm bereichernd einerseits für mich, aber auch zu sehen, wie dieser Einsatz, was das für Früchte trägt. Diese Idee, die relativ spontan bei einer Reise aufgekommen ist und dann 10 Jahre und 20 Jahre später die jungen Erwachsenen zu sehen, die man auf dem Weg begleitet hat, die jetzt einen Studienabschluss haben und deren Familien unterstützt wurden über Jahrzehnte. Alles aus dieser Idee heraus, die so schnell entstanden ist und dann mit so viel Ehrgeiz und Fleiß weiterverfolgt wurde. Das ist großartig. At Bayasraland, when I was just 11 years old, at the library, I found the NASA book and I read it. And from this time, I'm just dreaming that I'm going to visit the galaxy. Now, I didn't lose my dream. When I was young, I thought like, oh, I really want to have like money. I really want to be rich. But also like 4 years ago, I also have a dream to study at Oxford or Harvard. But it changed because I just want to have a family, healthy family and supportive family. So now it's my dream. So I will create a healthy and supportive family for my sisters and for my also wife and children. And also I want to have a house at the beach and with my family, and we play and we will see sunset. Like, it's really big dream, not money.